eine Kooperation mit einem Video von 30.000 € hatte. Das nur mal so als kleine Motivation. In diesem Video zeige ich dir 4 Wege, wie du mit deinem YouTube-Kanal auch mit einer kleinen Reichweite schon erste Einnahmen erzielen kannst und das ganz ohne YouTube-Werbeeinnahmen. Natürlich ist das YouTube-Partnerprogramm eine super Möglichkeit, mit YouTube Geld zu verdienen, aber das sollte nicht deine einzige Einnahmequelle bleiben und die meisten erfolgreichen YouTuber berichten auch davon, dass es auch noch lange nicht ihre größte ist. Deshalb schauen wir uns mal an, was es denn noch für Alternativen gibt, um mit YouTube Geld zu verdienen und auch unter 1000 Abonnenten deine ersten oder nächsten 10.000 € mit deinem YouTube-Kanal zu verdienen. Dieses Video basiert übrigens auf dem Kapitel 3 aus meinem E-Book, der YouTube Money Masterplan, in dem ich dir schwarz auf weiß das schilder, was ich heute sage und natürlich auch noch mehr Details zum Nachlesen. Also falls du ausführliche Rechenbeispiele, Tipps für Tools und konkrete Strategien nochmal nachlesen möchtest, dann sicher dir das E-Book jetzt. Für die ersten 100 Käufer gibt es auch noch den Special-Rabatt und die Möglichkeit, diese brandneue DJI Mini 4 Pro hier zu gewinnen. Mit jedem Kauf bist du automatisch im Lostopf von dieser wundervollen Drohne hier. Das ist mein Baby und ich habe die hier auch nochmal für vielleicht dich eingeschweißt. Also, wenn du deine Chance nutzen möchtest, um natürlich mit deinem Kanal, egal wie groß deine Reichweite ist, mindestens 10.000 € zu verdienen und natürlich noch mehr und diese Drohne hier zu gewinnen, dann schau mal in die Infobox, da habe ich dir mein E-Book verlinkt. Lad es dir heute noch runter und ja, fange direkt an zu verdienen. Weg Nummer 1, wie du mit deinem YouTube-Kanal Geld verdienen kannst, ist Dienstleistungen und Kundenaufträge. Und das ist somit der realistischste Weg, um relativ schnell, relativ gutes Geld zu verdienen, wenn du noch keine große Reichweite hast, aber dafür ein bestimmtes Know-how. Denn YouTube ist auch eine Art Schaufenster für deine Expertise und Leute, die daran interessiert sind, fragen dich auch an. Ich habe zum Beispiel mit noch nicht mal 500 Abonnenten meinen ersten Großkunden bekommen. Und zwar habe ich eine Anfrage bekommen, ob ich denn nicht Erklärvideos drehen möchte für diesen Kalender hier. Und wie du siehst, haben wir den Kanal nach und nach gefüllt und das war sozusagen mein allererster Kunde, mit dem ich üben konnte, Preise zu definieren und ja, diese Aufträge zu bearbeiten und so. Und das ist jetzt auch schon 3 Jahre her und mit noch nicht mal 500 Abonnenten habe ich einen richtig guten Kunden gewonnen. Also du musst keine große Reichweite haben, um dein erstes Geld verdienen zu können. Was kannst du zum Beispiel anbieten? Wenn du YouTube-Videos machst, liegt es nahe, dass du Videos schneidest und eventuell auch anderen Leuten beim Videoschnitt helfen kannst. Oder wenn du zum Beispiel Fitnessvideos drehst, könnten Fitnessstudios auf dich zukommen, die eventuell Hilfe benötigen, die Fitnesstrainer benötigen oder Kunden, die sich von dir persönlich coachen können auch auf dich zukommen, wenn du noch keine große Reichweite hast. Oder wenn du zum Beispiel Vlogs filmst, könnte ein Eventveranstalter oder eine Eventagentur auf dich zukommen und ein Eventvideo von dir anfragen. Also es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, sei da einfach offen, aber du musst auch nicht warten, dass jemand auf dich zukommt. Du kannst selber mal schauen, mit wem könntest du und möchtest du zusammenarbeiten, einfach auf die Leute zugehen, die Leute anschreiben, anrufen, was auch immer. Also sei da kreativ und geh auf die Leute zu. Es ergeben sich immer Möglichkeiten, mit Menschen zusammenzuarbeiten und so eventuell auch deine Reichweite zu steigern, je nachdem, welche Kooperation das ist. Und du brauchst auch keine 100 Anfragen und du musst auch nicht 100 Leute anschreiben. Meistens reichen schon 2 bis 3 extra Aufträge, um dir ganz gutes Extrageld zu verdienen. Wie zum Beispiel 2 Kundenaufträge, 1.500 € oder 2 Coachings, 1.000 €. Da sammelt sich schon relativ schnell etwas zusammen. Mehr dazu liest du übrigens auf Seite 48 im YouTube Money Masterplan. Punkt Nummer 2, wie du mit deinem YouTube-Kanal auch mit einer kleineren Reichweite Geld verdienen kannst, sind eigene digitale Produkte. Und ich habe jetzt auch mein erstes digitales Produkt auf den Markt gebracht und das mit 8.500 Abonnenten. Da bin ich ein bisschen spät dran. Du kannst theoretisch auch, bevor du einen YouTube-Kanal startest, schon dein erstes digitales Produkt entworfen haben oder mehrere Produkte entworfen haben. Und das muss auch nicht immer ein E-Book sein. Das können Templates sein, das können Druckvorlagen sein, alles Mögliche. Ich habe schon mit einigen meiner 1:1 Coaching-Kunden gesprochen und die hatten schon ein digitales Produkt oder schon mehrere digitale Produkte und meinten, hey, ich möchte das irgendwie vertreiben. Wie bekomme ich das hin, mit meinem YouTube-Kanal dieses Produkt zu verkaufen? Und es ist auch immer eine super Grundlage, wenn du ein Produkt hast, dass du darauf dann deinen Content aufbaust. Also wie ich das jetzt zum Beispiel mache mit meinem E-Book. Ich nehme Inhalte, die ich darin schon vorformuliert habe und packe die in ein Video, dass ich dir so kostenlosen Mehrwert geben kann. Aber wenn du mehr einsteigen möchtest, kannst du das natürlich kaufen und so verkaufe ich mein digitales Produkt oder du in dem Falle, wenn du eins hast und so eine Win-Win-Situation hast, indem du den Content ja schon vorformuliert hast. Du musst das Rad ja nicht immer neu entfinden, sondern du kannst es alles wiederverwenden und sozusagen in deinen Videos anteasern, aber trotzdem schon Mehrwert liefern. Also für die Leute, die sich das nicht kaufen wollen, ist das auch vollkommen in Ordnung, weil die lernen aus deinen Videos ja dann trotzdem was. Zumindest hoffe ich das, dass du auch ohne, dass du dir das E-Book kaufen musst, aus diesem Video etwas lernen kannst. Welche digitalen Produkte könntest du zum Beispiel anbieten?
anbieten. Ein E-Book oder einen konkreten Fahrplan, so wie ich das jetzt gemacht habe. Mein E-Book zeigt dir den Weg zu deinen ersten oder deinen nächsten 10.000 Euro mit deinem YouTube-Kanal. Also ein ganz konkretes Problem oder eine ganz konkrete Frage wird mit diesem E-Book gelöst. Und da kannst du für dich überlegen, mit deinem Themenbereich, welche Fragen tauchen häufiger auf. Bei mir war es zum Beispiel, wie verdient man mit YouTube überhaupt Geld? Das war so die meistgestellteste Frage, dass ich dachte, okay, da macht es am meisten Sinn, dieses Produkt zu entwickeln. Und da schau für dich, welche Frage kommt bei dir am häufigsten auf oder welches Problem wollen deine Kunden oder deine Zielgruppe am häufigsten gelöst haben. Da kannst du dann schauen, welches digitale Produkt, welchen Fahrplan, welches E-Book kann ich dazu schreiben, um genau diese Frage zu beantworten oder genau dieses Problem zu lösen. Das könntest du natürlich auch in einem Minikurs oder in einem Video-Crash-Kurs machen. Das muss auch nicht immer riesig sein. Ich hatte nämlich auch schon überlegt, ob ich mal einen Videokurs entwerfe und der ist einfach irgendwie in meinem Kopf schon viel zu groß geworden, dass ich da so ein bisschen zurückgeschreckt bin, das überhaupt in Angriff zu nehmen. Du kannst aber auch erstmal mit 3 kleinen Videos starten oder mit so einer 7-Tage-Challenge oder sowas und das auch als E-Mail-Kurs machen. Also du brauchst da kein Abonnement von irgendeiner teuren Plattform, wo du das einbettest und so, musst dich da nicht in irgendwas einarbeiten. Du kannst es theoretisch einfach als nicht gelistete Videos auf YouTube hochladen und dann als E-Mail-Kurs sozusagen verschicken, dass du den Kurs anbietest, dass die Leute sich dafür anmelden und sobald das abgeschlossen ist und bezahlt wurde, wie zum Beispiel über PayPal oder so, dann kannst du denen dann jeden Tag eine E-Mail schicken. Also das ist so der Weg des geringsten Widerstandes, den du da gehen kannst, wenn du zum Beispiel so einen E-Mail-Kurs oder so einen Videokurs entwerfen möchtest, um erstmal zu schauen, wie läuft das überhaupt an. Du könntest eine Checkliste oder eine Vorlage als PDF verkaufen. Das muss auch nicht immer was Großes sein. Das könnte zum Beispiel eine Content Creation Checkliste sein, was brauche ich alles, um erfolgreich ein Video zu filmen oder so. Das wäre zum Beispiel etwas, was ich anbieten könnte. Oder deine Top 3 Fitness-Hacks, um langfristig 5 Kilo abzunehmen innerhalb von 3 Monaten oder so. Und das kannst du dann für, 5 oder 10 Euro verkaufen, je nachdem. Und dann so deine Bibliothek an digitalen Produkten aufbauen. Du könntest Anleitungen oder Druckvorlagen verkaufen. Das kannst du über deine Website machen oder zum Beispiel auch über Etsy. Meine Mutter hat auch ohne YouTube-Kanal einen eigenen, sehr erfolgreichen Etsy-Shop, wo sie so Vorlagen zum Selbstausdrucken oder zum selber basteln ausdruckt, wie zum Beispiel auch einen Adventskalender, den ich mir auch mal ausgedruckt habe und den ich verschenkt habe. Richtig schöne Idee. Und sie hat jetzt neulich schon über 1000 erfolgreiche Verkäufe gefeiert. Also herzlichen Glückwunsch dazu. Ich bin sehr stolz auf dich, Mama. Und das geht natürlich auch ohne YouTube-Kanal. Und du könntest natürlich auch einen Live-Workshop machen, zum Beispiel als Livestream auf YouTube oder falls du einen Workshop hältst, falls du schon Kunden hast oder so, kannst du den auch aufnehmen. Natürlich die Teilnehmer fragen, ob du deren Erlaubnis bekommst, das auch weiter zu teilen. Da könntest du das zum Beispiel weiterverkaufen. Ich habe das auch schon mal gemacht, dass ich so einen Workshop gekauft habe zum schneller Lesen oder sowas Ähnliches und schneller studieren, als ich noch studiert habe. Da war dann aber das Problem, dass da auch Gruppenarbeiten mit dabei waren und ich konnte die natürlich alleine zu Hause nicht machen. Da hätte ich mir dann noch jemanden dabei holen müssen. Das ist dann nicht so vorteilhaft. Also überlege, ob dein Kurs wirklich das Potenzial hat, dass es auch alleine zu Hause durchführbar ist, weil sonst sind deine Käufer enttäuscht und das wollen wir natürlich möglichst vermeiden. Und ein kleines Rechenbeispiel, wie schnell du mit digitalen Produkten 10.000 Euro einnehmen kannst. Wenn du zum Beispiel ein Produkt hast, das 20 Euro kostet, brauchst du 500 verkaufte Produkte, um 10.000 Euro einzunehmen. Oder wenn du ein Produkt hast, das 50 Euro kostet, brauchst du 200 Verkäufe, um 10.000 Euro einzunehmen. Oder wenn du zum Beispiel einen kleinen Videokurs hast für 100 Euro, brauchst du 100 Verkäufe, um 10.000 Euro einzunehmen. Und ich habe auch schon von einem relativ bekannten Creator gehört, dass er einen Videokurs gelauncht hat für 100 Euro, den dann innerhalb von 3 Tagen 1000 Leute gekauft haben und er somit 100.000 Euro innerhalb von 3 Tagen eingenommen hat. Also nach oben ist da alles offen. Das ist nur mal ein kleines Beispiel, was da so möglich ist. Weg Nummer 3 ist Sponsoring und Kooperationen. Viele denken, sie brauchen eine riesige Reichweite, um überhaupt die Möglichkeit zu haben, mit Marken zusammenzuarbeiten. Aber gerade kleine, authentische Kanäle in einer eher spitzeren oder spezifischeren Nische sind sehr beliebt bei solchen Marken. Denn diese Marken wollen mit dir zusammenarbeiten, wenn sie sehen, dass deine Community auch deren Zielgruppe ist. Und da ist es eigentlich auch mehr oder weniger egal, wie viele Abonnenten du hast. Ich habe auch schon auf meinem anderen Kanal mit knapp 3000 Abonnenten mit sehr großen Marken zusammengearbeitet. Denn auf YouTube zählen nicht immer die Abonnenten, sondern zum Beispiel auch die Klicks oder Verkäufe über deine Videos. Also wenn du eine kleine, aber sehr treue Community hast, weil du eine spitze Nische hast und dir mehr vertrauen und dafür dann mehr
Produkte kaufen, lohnt sich das auch für die Firmen und für dich natürlich mehr, als wenn du eine Riesenreichweite hast, aber die eigentlich gar nicht interessiert sind an solchen Produkten. Also das kommt so ein bisschen darauf an und ich habe auch schon echt gutes Geld verdient mit meinem Kanal mit 3000 Abonnenten. Dadurch, dass ich bestimmte Produkte empfehle in Videos, die über Jahre noch gefunden werden, weil ich sozusagen Evergreen-Content kreiert habe und eine spezifische Frage beantwortet habe, wie zum Beispiel, was ist der beste Küchenmixer oder was ist der beste Entsafter? Dadurch werden die Videos gefunden und diese Produkte werden bis heute noch gekauft, obwohl ich dieses Video nur einmal kreiert habe. Beispiele von Kooperationen, die du eingehen könntest. Wenn du zum Beispiel einen Fitness- oder Biohacking-Kanal oder Podcast hast, kannst du mit Marken zusammenarbeiten, die zum Beispiel Supplemente vertreiben. Wenn du auf deinem Kanal über Mindset, mentale Gesundheit, Manifestation, Meditation etc. sprichst, kannst du mit so Marken, die Apps wie 7Mind und Co. rausgebracht haben, kooperieren. Oder du machst auch Creator-Content, ähnlich wie ich, dann kannst du mit Marken zusammenarbeiten, die Kameras vertreiben, die Drohnen vertreiben, die Videolichter etc. oder Videoschnitt-Apps vertreiben. Also da sind viele Möglichkeiten gegeben. Hier eine kleine Beispielrechnung. Wenn du zum Beispiel pro Kooperation mit einem kleineren Kanal 500 € nimmst, dann hast du mit 4 Kooperationen schon 2000 € gemacht. Oder du hast eine größere Kooperation mit einem Video für 1500 € oder mit 3 Videos für 5000 € zum Beispiel. Und ich habe auch schon mal von einem erfolgreichen Creator gehört, der mit ungefähr 200.000 Abonnenten eine Kooperation mit einem Video von 30.000 € hatte. Ja, das nur mal so als kleine Motivation. Auch hier gilt wieder, du musst nicht warten, bis dich jemand anfragt. Wenn du eine coole Marke findest, wo du denkst, hey, mit der würde ich richtig gerne zusammenarbeiten, von der habe ich ganz viele Produkte zu Hause oder ich nutze die App gerne oder ich habe die Kamera davon oder so, dann schreibe die an und ich verlinke dir sehr gerne in der Infobox auch eine kostenlose E-Mail-Vorlage, die du dir einfach runterladen kannst, die du nutzen kannst, natürlich ein bisschen umschreiben kannst auf das passende Produkt oder auf die passende Marke, die du anschreiben möchtest, mit der ich persönlich eine erfolgreiche Zusammenarbeit gelandet habe. Sagt man das so? Naja, zumindest hat es funktioniert mit dieser E-Mail und die möchte ich dir sehr gerne weiterleiten. Also falls du da mal schauen möchtest, wie ich meine E-Mail formuliert habe, um mit einer Marke zusammenzuarbeiten und die auch gesagt haben, ja, mit dem arbeiten wir zusammen, dann schau sehr gerne mal unter dem Link in der Infobox. Und Weg Nummer 4 ist Affiliate Marketing. Auch hier ist keine große Reichweite nötig, aber ein guter Match zwischen Produkt und deiner Community. Und theoretisch könntest du einen neuen Kanal eröffnen, ein Video posten, das dann über die Suche gefunden wird und du über Jahre zu diesem Produkt Affiliate-Marketing-Einnahmen erzielst. So ist es mir auch schon mal gegangen, nicht mit meinem ersten Video, aber eben mit diesem Video zu dem Entsafter oder dem kleinen Küchenmixer, die bis heute noch gefunden werden, was ich richtig cool finde. Und vielleicht mache ich irgendwann mal ein Update dazu oder so, aber solange die noch gefunden werden, sehe ich da tatsächlich erstmal keine Notwendigkeit. Was ist Affiliate-Marketing? Affiliate-Marketing bedeutet, dass du nicht dein eigenes Produkt empfiehlst, sondern ein Produkt von jemand anderem, wie zum Beispiel Konzerttickets oder sowas wie ein Entsafter oder ein Mikrofon oder so. Wenn ich sage, hey, dieses Mikrofon feiere ich finde, das macht guten Ton und wenn du dir das auch kaufen willst, dann schau mal in die Infobox, da habe ich dir den Link verlinkt. Wichtig ist, dass du das als Affiliate-Link kennzeichnest, also musst du immer als Werbung markieren, als Affiliate-Link markieren, das ist ganz, ganz wichtig. Und falls du dieses Mikrofon jetzt zum Beispiel über diesen Link kaufst, entstehen für dich keine Extrakosten. Ich bekomme aber eine kleine Provision dafür, dass ich dir dieses Produkt vermittelt habe, weil es ja sonst eventuell gar nicht gekauft worden wäre. Also das so als kleine Belohnung für mich, dass ich es dir vermittelt habe. Du musst nichts extra bezahlen, aber hast so theoretisch die Möglichkeit, mich zu unterstützen dafür, dass ich dir diese Empfehlung gegeben habe. Und oft ist es ja sogar so, dass Creator einen bestimmten Rabattcode haben und du diese Produkte dann sogar vergünstigt bekommst. Hier auch nochmal ein Rechenbeispiel. Wenn du zum Beispiel 50 € pro verkauftes Produkt bekommst, wenn das jetzt zum Beispiel ein Entsafter ist oder ein Laptop oder so und du bekommst pro verkauftes Produkt über deinen Link 50 €, brauchst du für 1500 € nur 30 Produkte verkaufen. Oder du hast ein Produkt für 15 €, was eventuell öfter gekauft wird. Da brauchst du dann nur 100 Verkäufe, um 1500 € einzunehmen. Wichtig ist, verkauf nicht jeden Scheiß. Diese Produkte müssen wirklich zu deiner Zielgruppe passen. Ich habe zum Beispiel in meiner Infobox immer mein Equipment verlinkt, weil das viele interessiert und ich nochmal sage, hey, in meiner Videobeschreibung findest du immer, welche Kamera ich benutze, welches Mikrofon ich benutze, welchen Laptop ich benutze, welche Tools ich benutze für Musik etc. Also falls dich da irgendwas interessiert, schau da rein. Da kannst du das gerne über die Links kaufen und mich so unterstützen. Und dann natürlich auch meine besten Empfehlungen auch für dich kaufen, mit denen ich jetzt schon zum Teil Jahre arbeite und immer noch zufrieden bin. Also wie zum Beispiel mit meiner Kamera, mit dem Mikrofon. Ich bin treuer Apple-Nutzer und so. Und das findest du eben alles in der Infobox. Mehr zu dem Thema Affiliate Marketing liest du auf Seite 31 im YouTube Money Masterplan. Wichtig an dieser Stelle nochmal zu erwähnen, du musst nicht alles gleichzeitig machen. Such dir 1 oder 2 Wege für dich raus, die sich für dich gut anfühlen und die du jetzt schon umsetzen kannst. Schreib mir natürlich sehr gerne mal in die Kommentare, welche Wege für dich am ehesten Sinn machen und
welche du eventuell auch schon umsetzt. Das würde mich riesig interessieren. Und lade dir natürlich sehr gerne meine E-Mail-Vorlage runter, wenn du jetzt demnächst mal eine Firma anschreiben möchtest für eine Kooperation. Es würde mich sehr, sehr interessieren. Also halt mich da sehr gerne auf dem Laufenden, ob es für dich geklappt hat. Das würde mich natürlich riesig freuen. Und wenn du jetzt wissen möchtest, wie du diese Möglichkeiten mit dem YouTube-Partnerprogramm ergänzen möchtest und was es da so für Möglichkeiten gibt, dann schau bei diesem Video hier vorbei. Und ich freue mich natürlich, wenn du bei meinem nächsten Video auch wieder mit dabei bist. Und ich sage einfach mal bis dann. Mach's gut. Ciao. Boom. Chakalaka. Oh.